Lieben, schön euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute erzähle ich euch, was am letzten Wochenende los war. Ich mache den W140 von meiner Seite aus technisch fertig. Und zum Schluss gibt es noch ein kurzes Update zu den Kalendern. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hatte letztes Wochenende leider einen Notfall. Ein sehr guter Bekannter, der in Kroatien lebt, hatte einen Herzinfarkt. Es sind große Probleme bei der OP aufgetreten. Nierenversagen und eine Lungenentzündung hat er auch noch bekommen. Seit Tagen liegt er auf der Intensivstation und kämpft um sein Leben. Das ist noch nicht schlimm genug. Er hat auch einen Hund und der wurde von der Feuerwehr draußen ausgesperrt. Und jetzt kümmert sich keiner um den Hund. Er lebt jetzt bei der Kälte im offenen Vorraum und ein Nachbar gibt ihm alle paar Tage mal was zu essen. Aber keiner will den Hund bei sich aufnehmen. Und die Tage sollen unter 0 Grad werden. Das konnte ich natürlich nicht zulassen und bin am Freitagabend gleich losgefahren. Von Berlin aus sind das 1177 Kilometer und man braucht mit Pausen und Tanken ca. 13 Stunden bis dahin. Das war mir in dem Moment egal, wie lange es dauert. Ich wollte nur den Hund retten. Ich habe auch keine Kamera mitgenommen, aber ein paar Aufnahmen habe ich mit dem Handy gemacht. Die wollte ich euch kurz zeigen. So, endlich angekommen. Ich schau mal, wo der Hund ist, denn ich habe ihn noch nicht gesehen. Mal gucken, ob sie mich überhaupt erkennt. Ich war das letzte Mal vor 2 Jahren hier. Hey, komm mal her. Da hinten ist sie, aber irgendwie scheint sie mich nicht zu hören. Hey, komm mal her. Komm. Komm mal her. Komm her. Na komm. Hey, komm her. Okay, Ben. Kannst du schon mal? Das ist schon mal sehr gut. Komm her. Na komm. Komm, wir gehen rein. Psst. Hören tut sie nicht sehr gut. Na komm mit. Lilly, komm. Na komm. Na komm mit. Komm, lass uns mal reingehen. Oh, die Tür ist zu. Schaut euch das hier mal an. Hier hat sie alles zerkratzt und zerbissen. Naja, weil sie rein wollte. Und kommt sie leider nicht rein. Hier hat sie ein bisschen Essen und Trinken. Aber sonst ist hier alles offen. Und gerade sind hier 2 Grad plus und in der kommenden Nacht werden minus 6 Grad. Und ich kann sie hier nicht draußen alleine lassen. Das funktioniert nicht. Naja, die Tür muss ja offen bleiben, weil sie ja ihr Geschäft dann machen muss draußen. Aber so ist das kein Zustand hier. Ich nehme sie jetzt mit nach Berlin und da geht sie auf jeden Fall besser. Endlich habe ich sie ins Auto reingekriegt. Das war eine Aktion, sie hier reinzukriegen. Ich fahre jetzt in die Richtung nach Berlin zu meiner Halle und wenn ich da bin, dann sehen wir uns wieder. Ich habe nicht am letzten Sonntag, wo ich hier angekommen bin, wie angekündigt gedreht. Ich war völlig kaputt und am Ende. Das war echt ein Höllentrip. Bin fast 26 Stunden nonstop durchgefahren. Ich habe in Österreich nur kurz 2 Stunden im Auto geschlafen. Aber es hat sich gelohnt. Dem Hund geht's bestens und das ist das, was zählt. So, jetzt geht's mit dem W140 weiter. So, wir waren letztes Mal bei den falsch gelieferten Bremsbelägen stehen geblieben. In der Zwischenzeit habe ich die richtigen bekommen. Wenn man günstige Bremsbeläge kauft, sind die ohne Umfangsdämpfung. Umfangsdämpfung ist so ein Blech hier, das alle 3 Seiten des Bremsbelags umschließt. Da kommt dann auch keine Bremsbelagspaste drauf. Ich habe sowas nicht. Also muss man hier an den Seiten etwas Bremspaste auftragen. Aber bevor man die einbaut, kommen erstmal die Warnkontakte drauf. Die funktionieren eigentlich super simpel. Hier ist ein Draht, der geht bis hierher. Der ist mit einer Kunststoffschicht umgeben. Der kommt in den Bremsbelag hier rein. Wird jetzt die Kunststoffschicht von der Bremsscheibe abgeschliffen, entsteht ein Massekontakt zur Bremsscheibe. Und es wird ein Signal zum Fahrer übertragen. Die Montage von den Warnkontakten ist auch einfach. Die werden in die vorgesehene Bohrung reingesteckt und festgeklipst. Bremspaste drauf und schon kann man sie einbauen.
Ich empfehle euch immer, die Stifte und die Feder neu zu machen, denn an der Bremse sollte man nicht sparen. Jetzt erstmal die Feder und den unteren Haltestift rein. Dann den oberen Haltestift durch. Wenn alles an der richtigen Stelle sitzt, wie hier, die Haltestifte einschlagen, bis der schwarze Federring nicht mehr zu sehen ist. Jetzt nur noch die beiden Warnkontakte rein. Fertig. Nun noch die Koppelstange in den Stabi rein. Neue Mutter drauf und mit 40 Newtonmeter festziehen. So, jetzt habe ich fast die gesamte Vorderachse mit Bremsanlage erneuert. Schauen wir uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Das sieht doch schon ganz manierlich aus. Jetzt mache ich noch das Rad drauf und ziehe den Stoßdämpfer oben fest. Nur noch eine Info für die Superschlaumeier. Der Schlagschrauber ist auf 80 Newtonmeter eingestellt. Die Radbolzen werden später selbstverständlich mit einem Drehmomentschlüssel und 150 Newtonmeter festgezogen. Die Mutter vom Stoßdämpfer wird mit 40 Newtonmeter festgezogen. Schaut euch mal die Höhe vom Fahrzeug an. Das sieht wieder ganz normal aus. Jetzt muss unbedingt noch eine Achsermessung gemacht werden. Die Bremsen müssen noch entlüftet werden und die Scheinwerfer müssen noch eingestellt werden. Als nächsten Schritt wechsle ich die Stoßdämpfer hinten. Dafür schraubt man zuerst die obere Befestigungsmutter hier ab. Falls sich der Stoßdämpfer mitdrehen sollte, muss man hier mit einem 5er Imbus gegenhalten. Nun das Fahrzeug hochheben. Bremsscheiben mit Belegen habe ich schon gemacht. Geht genauso wie vorne. Nur mit dem Bremsbacken für die Handbremse muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt wird der Stoßdämpfer am Federlenker abmontiert. Dafür schraubt man die Mutter hier ab und schon kann man den Stoßdämpfer rausnehmen.
Der neue Stoßdämpfer wird in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut. Die Mutter wird mit 100 Newtonmeter festgezogen. Und hier noch eine Info für die Besserwisser. Die Mutter kann man in diesem Zustand einfach festschrauben. Die Räder müssen dafür nicht auf dem Boden stehen. Und die Achse muss auch nicht mit Gewichten belastet werden. Da kenne ich genügend Fahrzeuge, wo das so ist, aber hier nicht. Jetzt braucht man nur noch die neue Mutter mit 40 Newtonmeter festschrauben. Und schon hat man den hinteren Stoßdämpfer gewechselt. Das, was ich hier auf dieser Seite alles gemacht habe, habe ich natürlich auch 1:1 auf der anderen Seite gemacht. So, ich bin erstmal mit meinem technischen Teil durch. Karosserie und Lack macht ja ein anderer. Ich muss nur irgendwann nochmal nach der Servopumpe schauen. Aber das mache ich ein anderes Mal. Die Kleinigkeiten wie Luftfilter, Leitungen am Unterboden ausbauen und so weiter macht ihr alles selber. Ist ja auch nicht so schwierig. Ich versuche euch auf den Laufenden zu halten, was er zum Schluss für alles bezahlt hat. Ich freue mich auch schon mal am anderen Auto zu schrauben. Jetzt noch ein kurzes Update zu den Kalendern. Es haben sich mehr als 10 Leute gemeldet, also habe ich es ausgelost. Ihr habt mir teilweise so tolle E-Mails geschrieben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Diejenigen, die einen Kalender bekommen haben, wünsche ich viel Spaß damit. Und diejenigen, die leider keinen bekommen haben, seid nicht traurig. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. So, das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen zweiten Advent. Wir sehen uns hoffentlich am nächsten Sonntag alle wieder hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.